Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch von Leatherman das Super Tool 300M. Das Super Tool 300 gibt es schon eine ganze Weile von Leatherman, ist ein sehr beliebtes Multitool. Jetzt hier die M-Version exklusiv bei ASMC erhältlich, ist quasi die Militärversion. Kommt einmal in schwarz oder hier in dem schönen Flat Dark Earth. Es nennt sich zwar Coyote im Shop, aber wenn man das mal mit den Flat Dark Earth Teilen vom MacBook vergleicht, ist ein sehr gelungener Farbton, wie ich finde. Hier haben wir einmal alle Funktionen ausgeklappt. Das allererste, was ich euch aber dazu sagen will, das ist nämlich eine ganz feine und wichtige Sache, gerade hier in Deutschland. Das Multitool ist nämlich 42a-konform. Multitools und 42a-konform ist irgendwie völlig für den Arsch, aber ihr wisst ja selber, wie unsere Gesetze sind und wir wollen uns natürlich auch daran halten. Das heißt, hier habt ihr keine außenliegende Klinge. Das heißt, man kann dieses Messer hier oder dieses Tool auch nicht mit einer Hand öffnen und dementsprechend auch keine Klinge mit einer Hand herausflippen. Was sehr gut bei diesem Multitool allerdings funktioniert, ist die Zange herauszuflippen. Da braucht ihr nämlich nur quasi einmal eine straffe Bewegung und schon habt ihr die Zange dann griffbereit. Aber wir sind schon wieder einen Schritt zu weit. Wir fangen mal mit den Spezifikationen an. Das Super Tool 300M von Leatherman ist 11,5 cm lang in der geschlossenen Form. Wir haben ein Grundgewicht von ca. 280 Gramm. Die Klingenlänge beträgt 8,3 cm. Ihr habt insgesamt 19 Werkzeuge laut Homepage zur Verfügung. Das ist bei Multitools natürlich immer so eine Sache, weil ja viele Werkzeuge auch eine doppelte Funktion haben. Das heißt, wenn ich das Werkzeug einmal hier komplett ausgeklappt habe mit allen Werkzeugen, sieht es erstmal nach weniger aus. Ist aber mehr drin, weil mehr Funktionen pro Werkzeug. Gut, fangen wir mal vorne an der Spitze an. Ihr habt natürlich eine ganz normale Spitzzange, wie das auch üblich ist bei einem Multitool. Anschließend kommt eine reguläre Zange. Dann habt ihr einen Drahtschneider, Hartdrahtschneider, Crimpwerkzeug. Das Ganze lässt sich übrigens auch entnehmen. Das heißt, wenn ihr hier ordentlich Draht gepetzt habt und die Klingen da im Arsch sind, könnt ihr die entsprechend hier austauschen. Das wäre überhaupt kein Problem. Im Vergleich zum normalen Super Tool 300 ist das Leatherman Super Tool 300M nicht mit einer Säge ausgestattet. Dafür hat es aber hier einen Bithalter mit auswechselbaren Bits. Das ist eine ganz feine Sache, weil eine Säge brauche ich nicht unbedingt so oft wie jetzt verschieden große Bits in Torx, Kreuz, Schlitz, was auch immer. Das wäre hier mit enthalten. Gleich mit an Bord hier ist eine Version mit Kreuz und Schlitz. Die ist hier auch relativ stramm drin, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann natürlich in einem Extra, das zeige ich euch gleich, nochmal die ganzen Bits von Leatherman, die es da noch gibt. Dann habt ihr eine Feile für Holz und Metall, jeweils die eine Seite Holz, die andere Seite Metall. Die Klinge, wie ich schon gezeigt habe, die hat eine 420er Rockwell-Härte, genauso auch die Klinge mit Wellenschliff auf der anderen Seite. Dann habt ihr hier einen Aal mit Öse, der ist auch zusätzlich nochmal zu verwenden, um den Verschluss bei einem AR-15 zu reinigen. Das zeige ich euch auch gleich noch. Dann habt ihr ein Brecheisen, Schrägstrich Nagelzieher, auch dazu gleich noch mehr, und einen Schlitzschraubenzieher. Weiterhin habt ihr hier ein Lineal, einmal in Zoll und einmal in Zentimeter. Das sind dann 22 Zentimeter hier in der Länge. Natürlich darf auch der obligatorische Dosenöffner bzw. Flaschenöffner nicht fehlen. Der ist hier vorhanden und wer das Tool sichern möchte, mit einem Lanyard oder mit sonstigen Bändern, um das gegen Verlust zu sichern, hat hier nochmal eine Öse, die entsprechend auch weggeklappt werden kann, wenn man die nicht braucht. Alle Werkzeuge lassen sich natürlich einzeln arretieren. Ich klappe die jetzt alle einmal ein. Da seht ihr, ist jetzt die Arretierung nicht aktiv, weil alle Werkzeuge draußen waren. Das macht ja auch normalerweise kein Mensch. Und jetzt habe ich nur die beiden Klingen. Ihr habt es jetzt auch schon gehört. Hier ist jetzt die Klinge arretiert. Um diese dann zu entarretieren oder zu lösen, habe ich hier dann den Knopf, den drücke ich rein und dann kann ich damit entsprechend auch die Klingen bzw. alle Werkzeuge, die arretiert sind, wieder zusammenklappen. Von der Haptik her habt ihr hier natürlich jetzt den Nachteil, dass die Werkzeuge außenliegend sind, wenn die Zange ausgepackt ist. Das heißt, man hat natürlich hier vom Griff her ein bisschen schlechteres Komfortgefühl als bei anderen Leatherman Tools, wo es genau andersrum ist. Aber ich sage mal so, bei einem Militär-Leatherman-Tool oder generell bei Tools würde ich mit Handschuhen arbeiten und dann ist es auch hier kein Problem. Dann kann man das auch wirklich gut drücken. Die Seiten sind ja hier auch entsprechend gebrochen, das heißt, man hat keine scharfen Kanten.
Für den Bithalter gibt es hier beim Leatherman Super Tool 300M neben den Bits, die ich schon erwähnt habe, hier sind sie übrigens, einmal alle zusammen in dem typischen Leatherman Sheet, was ich entsprechend dann auch mit dem Tool zusammen transportieren kann, habe ich hier nochmal zusätzlich einen Halter für einen Kornschlüssel. Das ist so das Spezielle auch bei der militärischen Version. Da kann ich das A1-Korn eines AR-15s damit einstellen. Das kann ich hier oben aufstecken und dann kann ich entsprechend, wenn ich hier ein entsprechendes Korn habe bei einem AR-15, kann ich damit dann hier verstellen, wenn ich das brauche. Ich habe ja gerade gesagt, ihr habt hier das Werkzeug und ihr habt nochmal das zusätzliche Set, das muss irgendwie transportiert werden. Mit dabei kommt von Leatherman eine einfache Lederscheide, hier in schwarz, bei beiden Versionen, also auch bei der sandfarbenen Version ist die Scheide schwarz. Die lässt sich einmal hier als Gürtelscheide verwenden oder aber auch per Molle. Dazu sind 3 Schlaufen hinten vorhanden, das heißt, ich kann entweder nur oben einschlaufen, dann kann ich es am Gürtel machen oder entsprechend ganz normal Molle durchschlaufen, dann habe ich das auch gegeben. Ist eine Tasche mit Klettverschluss und da ist im Innenraum nochmal quasi hier vorne im Klett ein Einschub, wo ich dann auch entsprechend hier diese Klipse unterbringen kann, und im Hauptbereich, wo auch das Tool eingesetzt wird, ist nochmal eine kleine Unterteilung, da kommt der Kornschlüssel rein. Dann noch das Tool dazu und damit ist alles sicher verwahrt. Tooltime! Wir haben natürlich auch ein bisschen was vorbereitet, um hier nochmal ein paar Sachen zu zeigen. Einmal den Nagelheber, weil der ist eigentlich untypisch, also den gibt es zum Beispiel nicht in dem Super Tool 300, den gibt es nur in dieser M-Version. Das heißt, ich werde jetzt diesen Hammer und den Nagel benutzen, um den Nagel hier einzuhauen. Der Stefan hat gesagt, ich darf nicht sprechen, wenn ich irgendwas tue, weil es sonst untergeht. Deswegen habe ich hier zu abgehackt gesprochen. Ja, jetzt habe ich hier das Brett und habe hier mein Tool. Ihr seht, ich habe auch gerade nur eine Hand zur Verfügung und es geht trotzdem relativ gut. Man muss jetzt natürlich ein bisschen umgreifen, dann den Nagelheber holen. Und dann kann ich hier, solange ihr noch ein kleines Stück vom Kopf habt, könnt ihr hier mit dem Nagelheber drunter gehen und dann entsprechend einfach den Nagel ziehen. Das geht auch wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, dafür ist das Werkzeug super zu gebrauchen. Und dann habt ihr natürlich noch zusätzlich die Funktion eines Mini-Brecheisens. Ja, ist natürlich jetzt hier wenig Winkel, aber zumindest mal als Notbehelf gut dafür zu gebrauchen. Viel wichtiger als ein Kornschlüssel finde ich bei dem Tool aber den Carbon-Schaber. Der ist nämlich ganz wichtig, um hier den Verschluss vom AR-15 sauber zu machen. Ich muss es ein bisschen weghalten, sonst kriegt der Stefan hier einen Hörsturz hinter der Kamera, wenn ich vor seinem Mikrofon das Ding hier schnalzen lasse. So, da habt ihr den typischen AR-15 Verschluss. Holen wir aber erst das Tool raus. Da ist jetzt wiederum das Schwarze besser, weil das Sandfarbene dann relativ schnell dreckig wird. Also wählt weise, welche Farbe ihr wollt, und nehmt beide. So, und da haben wir hier den Aal, der dann natürlich auch gleichzeitig der Bolt Scraper ist. Das funktioniert übrigens auch sehr gut hier, um den Pin zu lösen. Habe ich auch schon getestet. Das heißt, man geht hier einfach rein, zieht damit den Pin raus. Dann klopft ihr den Firepin raus. Dann nehmt ihr hier oben das Teil raus. So, ist ein bisschen glitschig vom Frog Loop. So. Und damit kommt ihr hier an den Verschlussträger und an den Verschluss selbst. Und da habt ihr jetzt natürlich die Möglichkeit, hier mit dem Scraper reinzugehen, entsprechend da sauber zu machen. Oder aber hier am Star-Pin, am Star hier vorne sauber zu machen. Oder aber, ich hatte noch irgendeine Möglichkeit gehabt, was war da? Ach, genau, Firepin. Firepin lässt sich hier durch den Aal auch stecken und dann entsprechend hier vorne auch nochmal von Rückständen säubern. Ich hoffe, das kann man hier gut sehen vor dem dunklen Hemd. Ich tue es mal einfach hier vor das Rot halten. Ja, also dafür ist dann entsprechend das Schabertool. So, zum Schluss nochmal der Dosenöffner, den kennt ihr, aber ich will natürlich auch zeigen, dass der funktioniert. Deswegen öffnen wir jetzt auch mal hier diese Dose. Die ist zwar schon leer, aber zumindest mal kann man damit zeigen, wie das funktioniert. Also das geht wirklich, wer schon mal eine Dose mit so einem Ding aufgemacht hat, das geht wirklich erstaunlich gut. Macht ein bisschen Krach, aber geht relativ schnell. Und schon ist die Dose offen.
Aber das sind 25 Cent gewesen. Naja, zum Schluss gönnen wir uns hier noch den Flaschenöffner, gehen da hier rein, machen den Verschluss auf. Obwohl ich da auch ein Feuerzeug für nehmen würde, aber wir können es auch hier machen. Stefan, Prost. Ja, und damit sind wir eigentlich schon durch mit dem Multitool. Ich finde das Leatherman Super Tool 300M gelungen. Speziell gefällt mir im Vergleich zum normalen Super Tool 300, dass hier der Bithalter integriert ist. Das andere Tool hat nämlich nur mittleren, kleinen und großen Kreuzschlitzschraubenzieher. Und hier habe ich halt wirklich die komplette Palette. Finde ich eigentlich unabdingbar in einem modernen Multitool. Eine Säge brauche ich nicht unbedingt, aber gerade diese Bits brauche ich sehr, sehr häufig. Gibt es exklusiv beim ASMC. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Tool? Schreibt es in die Kommentare. Wie immer an dieser Stelle, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Liked das Video, wenn euch das gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Wenn ich ihn nicht so weit reingehauen habe. Ich habe ihn arg reingehauen. Wir haben das extra noch geprobt vorhin. Aber eben im Enthusiasmus habe ich dann den Nagel doch ein bisschen zu weit reingehauen. Verdammte Scheiße. Aber dazu haben wir auch noch die Zange. Wenn man hier den Nagel zu weit raus reingehauen hat, um den Nagelheber zu nehmen. Und dann nehmen wir einfach die Zange. Kleines Stück noch. Ich glaube, wir müssen eine Werbeeinblendung machen, Stefan. Hör auf zu lachen. Es ist nicht lustig. Wichtiger als ein Kornschlüssel finde ich eigentlich irgendwelche Tools, um den Verschluss sauber zu machen, wenn ihr Carbonrückstände vom Schießen habt. Das heißt hier bei dem AR-15. Entschuldigung, ich habe extra. Du hast extra langsam vorlaufen. extra langsam vorlaufen lassen.